Anfänger aufgepasst, das Geheimnis der Dungeons und der zugehörigen Quest, wie ihr sie super schnell und super einfach abschließen könnt, das alles erfahrt ihr in diesem Video. Und zwar wurde ich kürzlich darauf aufmerksam gemacht, dass nicht jeder diese neuen Dungeons kennt. Kurz zur Einführung, diese neuen Dungeons werden von mir und von einigen anderen Leuten als sogenannte Reborn Dungeons oder einfach Instanz Dungeons bezeichnet oder neue Dungeons. Es gibt eben die alten Dungeons, über die reden wir heute nicht, sondern wir reden jetzt über die neuen Dungeons. Und die neuen Dungeons zeichnen sich vor allem durch das neue Dungeon-System aus. Und das beinhaltet hier zum Beispiel diese Übersicht, wo man Flüche auswählen kann, verschiedene Schwierigkeitsgrade auswählen kann und so weiter und so fort. Also man erkennt auf den ersten Blick, das gab es vorher noch nie in Flyleaf, das ist neu. Und das sind eben die sogenannten Reborn Dungeons. Davon gibt es 5 Stück. Der eine befindet sich hier oben in Flaris, das ist der niedrigste. Der nächste befindet sich hier in Garden of Rises, die erkennt man immer an diesem komischen Höheneingangssymbol. Das ist der zweite. Der dritte befindet sich in Darkon 2, hier bei den Siliaka im oberen Becken. Der vierte befindet sich im Süden von Darkon 3. Der fünfte befindet sich hier unten in Asria. Und der sechste befindet sich hier auf Coral Island. Und ja, was sind jetzt das für Dungeons, beziehungsweise worum geht es jetzt eigentlich in diesem Video? Also, jeder Dungeon hat eine zugehörige Quest-Reihe. Wie es in Flyleaf üblich ist, dass man für jeden Dungeon so eine kleine Story hat, so ja, da gibt es diesen Dungeon, da sind verfluchte Monster oder da sind Minenarbeiter gestorben oder es gibt ja immer irgend so eine Storyline. Ich meine, die meisten Leute lesen sich ehrlich gesagt nicht durch, aber jeder Dungeon hat so eine kleine Einführung, wodurch man den Dungeon kennenlernt. Das gleiche gibt es im Mars Dungeon, auch im Iblis Dungeon in St. Morning, das sind die alten Dungeons und das gleiche gibt es aber auch für die neuen Dungeons. Und in diesen Quest rein bekommt man relativ gute Belohnungen. Zum Beispiel G-Project und Power Dice 10 wären hier die namenhaften Belohnungen, die man mit den Quests freischalten kann. Also durchaus interessant. Außerdem geben die Quests auch verhältnismäßig viel XP und es gibt eben eine Art und Weise, wie man diese Quests auch relativ einfach abschließen kann, selbst wenn man eigentlich viel zu schwach für den Dungeon ist. Und diese Möglichkeit des Quest-Abschlusses, die kennen eben viele Anfänger vor allem nicht. Und darauf möchte ich jetzt einfach aufmerksam machen. Die Quest von der Leren Chasm, das ist jetzt der erste Dungeon in Flaris, vor dem ich mich gerade befinde, die startet, wie ihr hier sehen könnt, auf Level 16 beim Bürgermeister von Flaris. Und ähnlich, über das Flyleafipedia-Wiki könnt ihr zum Beispiel nachschauen, wo alle Quests starten. Das funktioniert relativ einfach. Am leichtesten ist es, ihr sucht euch den Wächter heraus. Also es gibt von jedem Dungeon einen Wächter. Okay, das war jetzt nicht vielleicht das beste Wort, was man eingeben sollte. Aber ihr seht schon, Katakomben von Rises, also jetzt halt auf Deutsch das Wiki, man kann es auch auf Englisch eingeben. Dann wäre es jetzt zum Beispiel Katakomben von Rises wäre Rises Catacombs, Lerenkluft ist Leren Chasm und so weiter. Ist ja nicht so wichtig. Auf jeden Fall gibt es diese NPCs, die kann man auch über die NPC-Suche finden, ist wie gesagt nicht so wichtig. Auf jeden Fall kann man die relativ leicht raussuchen und dann klickt man die einfach an und diese NPCs haben logischerweise nur Quests, die mit dem Dungeon zusammenhängen. Und da kann man dann einfach irgendwo draufklicken, ist egal welche Quest das ist. Und wenn es die falsche war, also nicht die Quest, wo es losgeht, dann klickt man hier einfach immer auf Beginn Quest. Das war jetzt lustigerweise die letzte, die wir angeklickt haben anscheinend. Und irgendwann kommt man dann eben drauf, dass man hier ist es, genau. Das ist die Startquest, die startet bei Tina in St. Morning, wo der NPC ist, kann man sich dann auch immer anzeigen lassen. Hier ist Tina in St. Morning, das ist quasi ganz oben in der Stadt, bei dem Leuchtturm, bei den Kränen und so weiter. Und dann kann man sich hier zum Beispiel auch einfach durchklicken, falls man irgendwie mal nicht weiterkommt oder so oder irgendwas nicht findet. Aber grundsätzlich kann man sich hier eben vor allem angucken, wo startet die Quest eigentlich. Was man sich auch angucken kann, sind die Belohnungen. Also hier wäre es zum Beispiel so, dass man grundsätzlich, also muss natürlich erstmal sein richtiges Level einstellen. Achso, ja gut, die Quest startet auf Level 40, deswegen wird jetzt hier nichts angezeigt. Ja, auf Level 40 gibt die Quest zum Beispiel 23%. Und dann kann man sich hier einfach mal so durchklicken, was denn da so für Belohnungen gibt. Ist, finde ich, ganz interessant. Und wie gesagt, viele Leute haben, glaube ich, diese Quests auch generell nicht auf dem Schirm. Also jetzt nicht nur Nicht-Anfänger, sondern generell alle Leute. Und wie gesagt, da kann man sich dann einfach mal durchklicken und sieht dann schon, hier bekommt man zum Beispiel Power Dice 10 als Belohnung. Und später gibt es dann eben zum Beispiel Projects als Belohnung, also G-Projects vor allem. Und so ist einfach das ganze System aufgebaut. Also es gibt XP, Penya, manchmal sogar Schmuck. Also in der Quest in Flaris zum Beispiel gibt es Demol Earring plus 1, Plug Earring plus 1. Das ist jetzt natürlich nicht so spannend. Aber es gibt eben auch Power Dice 10 und bei den späteren Dungeons gibt es dann immer eine saftige G-Project-Abschlussbelohnung. Und wie gesagt XP. Und der Hauptgrund ist halt auch noch, warum ich das zeigen will, weil viele Leute haben die Questzeit gemacht, bevor sogenannte Story Dungeons eingeführt wurden. Und darum geht es in diesem Video um Story Dungeons.
Und Story Dungeons sind einfach nichts weiter als extrem vereinfachte Versionen des Dungeons, mit denen man eben die Möglichkeit hat, einen Dungeon super einfach abzuschließen und eben gar nicht die richtige Schwierigkeit des Dungeons, die fürs eigene Level dann quasi eigentlich normalerweise angemessen wäre, gar nicht schaffen muss. Also ich bin jetzt Level 38, der Dungeon hier, den kann man ab Level 16 betreten, auf der normalen Schwierigkeit sozusagen. Und der mittlere Schwierigkeit ist jetzt aber, weil ich Level 38 bin, meine Schwierigkeit. Allerdings werde ich jetzt mal in den Dungeon reingehen auf Mittel und euch zeigen, warum es extrem schwierig für mich wäre, den Dungeon auf herkömmliche, in Anführungszeichen, Weise abzuschließen und warum es eben so extrem von Vorteil ist, dass es diesen Story-Modus gibt und was da jetzt eigentlich der Unterschied ist. So, wir sind jetzt in einem Dungeon drin. Ich habe sogar Power-Ups aktiviert. Ignoriert das einfach. Ich habe aber keine Buffs. Also normalerweise ist es so grundsätzlich in den Dungeons, solltet ihr euch immer einen Ringmaster mitnehmen oder einen Assisten, jemand, der euch buffen kann, heilen kann, whatever. Aber darum geht es jetzt gar nicht direkt. Also das ist jetzt die normale Version, ja. Das ist jetzt die mittlere Version, also die Version, die ich eigentlich machen müsste, wenn ich den Dungeon zum Beispiel farmen wollen würde. Und ihr seht schon, die Monster haben 45.000 AP und machen mir ein Viertel meines Lebens als einfachen Schaden. Also es sind keine Crits, ja. Und das, obwohl ich Power-Ups aktiviert habe, ballern die mir hier richtig fetten Damage rein. Ja. Also die sind deutlich stärker als Open-World-Monster, würde ich jetzt mal behaupten. Und für mich eigentlich nicht unbezwingbar, aber schon ziemlich starke Gegner. Und das sind so gesehen die schwächsten Gegner im Dungeon. Ja, da kommt natürlich noch Vorbosse, da kommt der Endboss. Also wenn man gegen diese Gegner hier schon Probleme hat, dann kann man es eigentlich gleich vergessen, weil dann wird man am Ende den Boss nicht schaffen. Also man wird einfach sterben, bei der einen einfach one-shotten wird und man dann einfach keine Chance hat. So, das heißt, ich wäre jetzt frustriert, weil ich jetzt sehe, ich muss jetzt aber für diese Quest 20 von diesen Gorillas töten und 20 von diesen Höhenlarven, die dann noch ein bisschen später in dem Dungeon kommen. Ich bin frustriert, gehe raus, lösche die Quest, breche sie ab, was auch immer und denke nie wieder dran. Und genau das darf man aber eben nicht machen. Der Sinn des Videos ist quasi euch zu zeigen, dass das eben genau der falsche Ansatz ist. Denn es gibt jetzt eben diese Story Dungeons, mit denen ihr diese Dungeons super easy abschließen könnt und euch eben die Quest-Belohnungen trotzdem holen könnt. Und was jetzt noch dazu kommt, ist gleich 2 Gründe, warum die Story Dungeons so viel leichter sind und warum es in den Story Dungeons so unfassbar leicht ist, diese Quests abzuschließen. Und zwar habt ihr gerade schon gesehen, ich bin jetzt in den mittleren Schwierigkeitsgrad ohne Buffs reingegangen. Ich habe ja gesagt, ich habe keinen Assisten dabei, der mich buffen kann. Im Story Dungeon ist es lustigerweise noch zudem, dass die Monster alle viel schwächer sind. Und noch ein paar andere Bedingungen, die gucken wir uns gleich noch an. Aber es ist zudem noch so, wenn ihr den Dungeon betretet, verliert ihr eure Buffs nicht. Auf der mittleren Schwierigkeit, wenn ich gebufft gewesen wäre, hätte ich meine Buffs verloren. Im Story Dungeon könnt ihr euch vorher mit einem High-Level-Charakter oder von einem High-Level-Charakter von jemand anderem einfach nett um Buffs fragen, zum Beispiel in der Stadt oder vorm Dungeon oder so, könnt ihr euch von einem High-Level-Charakter buffen lassen und die High-Level-Buffs mit in den Dungeon nehmen. Und das macht es nochmal umso viel leichter, weil das heißt, wenn ihr selber keine so guten Buffs habt oder selber gar keinen Assisten aus irgendeinem Grund haben solltet auf dem Levelbereich, ist das auch nicht so schlimm. Ihr könnt euch einfach vor dem Dungeon buffen und die Buffs mit reinnehmen, was normalerweise nicht geht. Aber im Story Dungeon geht das eben. So, und wie funktioniert das Ganze jetzt? Folgendermaßen. Also, wir haben hier die verschiedenen Schwierigkeitsgrade und ihr seht auch immer die Levelbegrenzung auf der linken Seite mit Mindestlevel und Maxlevel. Bei Lehren Chasm ganz oben in Klammern Story ist es so, man braucht nur das Mindestlevel 16. Natürlich ist es so, der Story Dungeon ist auf Level 16 schwieriger als auf Level 140, weil es ist grundsätzlich so zur Erklärung, der Story Dungeon ist quasi auf dieses Level 16 mehr oder weniger ausgelegt, ja. Also grundsätzlich ist es so, dass die Monster einfach extrem abgeschwächt sind, aber trotzdem machen sie natürlich noch Schaden. Also sie sind jetzt nicht quasi komplett non-existent, sie sind einfach nur extrem abgeschwächt. Und das heißt, mit Level 16 hat man jetzt hier vielleicht noch eine kleine Schwierigkeit versus Level 60 plus, wo man hier absolut gar keine Schwierigkeit mehr haben wird. Aber der Dungeon, garantiere ich euch, ist für jeden machbar. Nicht unbedingt klug, ihn mit Level 16 abzuschließen. Logischerweise, weil die Quest hier, die wir jetzt machen müssten, wäre für Level 25. Also ihr solltet natürlich schon abwarten, dass ihr alle Quests freigeschaltet habt, um dann alles am Stück mit einem Run abschließen zu können. Das wäre schon mal der erste Tipp. Und der zweite Tipp oder die zweiten Hinweise stehen hier alle versammelt. Also das solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal durchlesen zur Sicherheit, dass ihr nichts vergesst oder so. Aber die wichtigsten Punkte stehen hier unten. Monster im Story Mode Dungeon droppen keine Items. Pet Cages und Treasure Chests spawnen nicht im Story Modus. Und Players kriegen keine Achievements im Story-Modus. Das heißt quasi, ihr bekommt XP, aber extrem wenig und sonst gar nichts. Also ihr bekommt ganz, also super wenig XP, fast nichts. Keine Drops, keine Pets,
keine anderen Items und keine Achievements. Das heißt, dieser Story-Modus ist wirklich, wie es der Name schon sagt, Story, um die Story-Quest von dem Dungeon durchzumachen. Schnell und einfach in einem Run. Man kann auch während dem Run den Dungeon verlassen und wieder reingehen. Dabei sollte man nur bedenken, dass mindestens immer einer im Dungeon bleiben sollte, damit der Dungeon Run nicht abgebrochen wird. Wenn alle rausgehen, hat man, glaube ich, 1 Minute Zeit, dass jemand rejoint, sonst ist der Dungeon Run verschwunden. Also wenn ihr es mit zum Beispiel 2 Charaktern macht, euer Main Character und eurem Assistant oder Ringmaster, dann solltet ihr bedenken, einer immer lieber im Dungeon bleiben, der andere geht raus, in Ruhe die Quest abgeben und die neue Quest annehmen, geht wieder rein, der andere geht raus, Quest abgeben, Quest annehmen. So kann nichts schief gehen, weil sonst wird der Run eben abgebrochen, wenn ihr zu lange draußen wart und das wäre dann auch ärgerlich, weil dann müsst ihr alles nochmal machen und habt dann außerdem Cooldown und das wäre ganz schön blöd. So, und wir beginnen jetzt diesen Story-Dungeon mal, um uns jetzt den Unterschied anzugucken. Also wir haben gerade schon gesehen, ja, ich habe 600 Damage bekommen, blipapo, hatte natürlich keine Buffs. Jetzt habe ich natürlich Buffs, aber der Unterschied wird jetzt gigantisch sein. Die Monster hatten, glaube ich, auch gerade 50.000 HP, jetzt haben sie 1.500 oder knapp 50.000 HP. Und ihr seht schon, ich bin zwar Level 38, keine Frage, also ich bin jetzt auch ein kleines bisschen overlevelt, aber ich habe jetzt extra einen Low-Level-Charakter dran, also mir mitgenommen hier, um euch zu zeigen, dass es auch im Low-Level tatsächlich so ist. Und die Quest, glaube ich, hat man mit Level 25 frühestens abgeschlossen oder kann sich frühestens mit Level 25 abschließen. Das heißt, sehr viel niedriger als Level 38 werdet ihr eh nicht sein, wenn ihr die komplette Quest-Reihe einmal durchmachen wollt, von jetzt dem Dungeon Laren Chasm. Und ihr seht schon, es ist super easy. Es ist quasi, ich bin quasi unbesiegbar, die Monster können mich nicht mal anfassen. Und genauso ist das im Endeffekt in jedem Story-Dungeon, wenn ihr dann die Quest alle freigeschaltet habt vom Level her und dann eben im Story-Run abschließen wollt bzw. könnt. Und so könnt ihr die Quests mit mehreren Charaktern machen, super schnell abschließen, wie gesagt in einem Run und so weiter. Also es ist echt super entspannt. Also diese Story-Dungeons wurden erst vor, na gut, das ist mittlerweile auch schon eine Weile her, aber als die Dungeons eingeführt wurden, gab es das noch nicht. Das wurde erst im Nachhinein hinzugefügt. Und da am Anfang war es eben so, dass viele Leute da halt echt gestruggelt haben, weil die haben halt die Dungeons tatsächlich auch gefarmt. Also muss man ja auch. Man muss ja auch die ganzen Monster töten und pipapo. Und am Ende muss man meistens den Endboss, oder muss man eigentlich immer den Endboss töten für die letzte Quest. Und das ist halt erstens solo unmöglich und zweitens selbst mit einer Gruppe. Du musst halt rein, eine Quest abschließen. Wenn du mit 5 Leuten drin bist, die lassen dich ja nicht jedes Monster töten, weil sonst schafft man den Run ja gar nicht. Und das heißt, du musst dann einen Run machen, machst Quest 1, dann musst du eine Stunde warten, dir eine neue Gruppe suchen vielleicht, Quest 2 machen, dann musst du wieder eine Stunde warten, Run 3 und nach 5, 6, 7 Dungeon Runs hast du dann vielleicht endlich mal deine Quest-Reihe abgeschlossen, aber dann halt auch nur mit einem Charakter und das war schon ziemlich anstrengend, sagen wir es mal so. Und jetzt mit dem Story Dungeon, wie gesagt, kann man alle seine Charakter versammeln, die müssen dann nur das Mindestlevel erfüllen, die müssen alle Quests annehmen können. Vom Level her, das kann man sich wie vorhin schon gezeigt in Flyvipedia einfach angucken, welches Level man für die letzte Quest braucht. Dann wartet man einfach ab, bis alle Charakter dieses Level erreicht haben. Dann geht man mit den Charaktern rein und, na gut, wir müssen jetzt noch 60 von den Viechern töten, weil sonst spawnen die nächsten nicht. Und wenn man das gemacht hat, dann können wir eben alles in einem Run abschließen, uns die kompletten Quest-Belohnungen holen und den Dungeon sozusagen storytechnisch, questtechnisch für uns abhaken, weil wir haben dann alles gemacht und müssen hier theoretisch, außer zum Farmen vielleicht, nicht mehr rein. Genau. Und im Dungeon selber, die Bedingungen, das habe ich vielleicht auch noch nicht erwähnt, die sind tatsächlich gleich. Ja? Also im normalen Dungeon-Modus, egal in welchen man reingeht, mittel, schwer, hart, whatever, muss man 60 von den Gorillas töten, dann 30 von den Larven. Also das ist tatsächlich exakt gleich. Nur halt, wie schon gesagt, die Monster sind ja extrem schwach im Story-Modus, also es ist absolut super easy. Ansonsten können die Monster auch genau das gleiche wie in den richtigen Runs, nur meistens können die Monster halt vor allem Schaden austeilen und genau das juckt einen hier natürlich eher weniger. Also meine absolute Empfehlung, hier kann man auch die Quests durchaus schon im Low-Level machen, wenn man da Lust drauf hat und muss nicht bis ins High-Level warten. Beim Low-Level hat man zumindest noch den Vorteil, dass die Quests noch ein bisschen XP geben. Wenn man alles erst im High-Level abschließt, geben die Quests halt kein XP. Und durch den Story-Run ist es halt so, dass man auch im Low-Level das Ganze schon super einfach abschließen kann und nicht warten muss, bis man maßlos überlevelt ist und dann erst den Dungeon machen kann, weil es dann so einfach ist, sondern mit dem Story-Modus ist es auch im Low-Level schon so einfach. Und das wollte ich euch heute einfach näher bringen und ich denke, wie gesagt, beziehungsweise wurde mir gesagt, dass es wohl Leute gibt, die das nicht wissen. Und entsprechend wollte ich euch das heute mal etwas demonstrieren. Also ich müsste jetzt zum Beispiel aus dem Dungeon raus, kann ich euch auch noch zeigen. Also wir können es hier einfach uns an einen ruhigen Ort verdünnisieren
Und dann übrigens einen Town Blinkwing benutzen. Damit kommen wir zum Dungeon-Eingang. Es gibt auch Teleporter, wobei ich zeige euch das vielleicht auch noch. Es gibt auch Teleporter im Dungeon, die sehen meistens irgendwie so oder so ähnlich aus. Und damit kann man sich jetzt zum Beispiel hier hin und her teleportieren. Also ich nehme jetzt mal diesen Teleporter und bin wieder dahin gespawnt, wo wir gerade waren. Und jetzt bleibt einer meiner Chars, also am besten, wie gesagt, mit mindestens 2 Chars. Ich glaube, wenn ich jetzt rausgehe, weil ich bin nicht mehr in der Party drin. Ich glaube, wenn ich jetzt rausgehe, ist mein Run tatsächlich vorbei, weil ich nicht in der Party bin, weil ich ihn solo gestartet habe. Logischerweise wird der Run dann wahrscheinlich sofort beendet, weil ich bin ja alleine, also kann gar keiner rejoinen. Da bin ich mir jetzt tatsächlich nicht so 100% sicher, aber normalerweise sollte ich auf jeden Fall mit 2 Chars reingehen. Einer bleibt drinnen, der andere geht raus. Jetzt muss man mal gucken, ob es funktioniert. Also ich bin mir ziemlich sicher, der Run ist jetzt abgebrochen, aber es ist vollkommen egal. Genau. Nehmen wir die neue Quest an. Jetzt müssten wir die nächsten Viecher töten. Klicken wieder hier rein, bestätigen und... Ne, der Run bleibt tatsächlich auch ohne Party bestehen. Genau, also ich hätte jetzt 1 Minute Zeit gehabt zum Rejoinen. Normalerweise, sonst ist der Run weg. Und jetzt kann ich einfach den Teleportationspunkt nehmen. Zack, boom, bin wieder hier. Und jetzt kann ich einfach weitermachen. Und wenn ich jetzt 2, 3, 4, 5, 6, 7 Charakter hätte, vollkommen egal wie viele, alle in einer Party, würden die alle die Quests zeitgleich abschließen. Also die ganzen Kills würden für alle in der Party zählen. Und so weiter. Gehe mit einem raus, gebe die Quest ab, gehe mit dem nächsten raus, gebe die Quest ab, nehme die neue Quest an, port mich wieder rein und mache dann einfach weiter. Und so könnt ihr innerhalb von extrem kurzer Zeit die komplette Questreihe durchmachen, mit bis zu 8 Charaktern zeitgleich und das auch schon im Low-Level, super easy. Und ihr habt auch schon gesehen, die Quest hat mir, obwohl ich Level 38 bin, immer noch 2% oder so gegeben. Also auch XP-technisch lohnt sich das auf jeden Fall mehr, als die Quest dann erst mit Level 150 abzuschließen oder so, meiner Meinung nach zumindest. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video irgendwas Neues zeigen. Wenn ich irgendwas vergessen habe, schreibt es gerne in die Kommentare, falls ihr noch Tipps habt für Anfänger in irgendwelchen Story-Dungeons oder so, falls es da irgendwas Besonderes zu beachten gibt, was man vielleicht leicht übersehen könnte. Und ansonsten sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.